Hi, ich bin Lucy und heute möchte ich dir 15 Tipps zum Aufräumen, Ausmisten und Ordnung halten geben. Wenn dir noch weitere Tipps einfallen, schreib sie mir gerne in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr sehen willst, dann lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du nichts verpassen willst, freue ich mich auch, wenn du die Glocke aktivierst. Vielen Dank und viel Spaß mit den Tipps. Regelmäßig ausmisten. Nimm dir regelmäßig Zeit, deine Wohnung auszumisten, damit sich gar nicht großartig viel ansammeln kann. Größere und zeitfressende Ausmistaktionen fallen so weg und auch das Loswerden gestaltet sich einfach und nicht so demotivierend. Sorge dafür, dass jedes Teil, das du besitzt, seinen ganz eigenen Platz bekommt. So weißt du immer direkt, wo du es hinbringen musst, wenn es einmal genutzt und liegen gelassen wurde, und du räumst es nicht von A nach B, weil du nicht weißt, wohin damit. Oberflächen frei halten. Wenn du genug Platz hast, achte darauf, dass du vor allem größere Oberflächen, wie zum Beispiel die Küchenzeile, größtenteils freilässt. Versuche alles in Schränken zu verstauen. Dadurch sieht es gleich viel ordentlicher aus und du hast es einfacher, über die Oberflächen zu wischen. Tägliche Routinen einführen. Wenn es dir besonders wichtig ist, eine Stelle sauber zu halten, du aber immer wieder merkst, dass du nachlässig bist, wenn es darum geht, es auch sauber zu machen, dann versuche, es in deine Routine einzubauen. Ich beispielsweise wische jeden Morgen nach dem Aufstehen einmal über meine Küchenzeile und mache das Waschbecken im Bad und das WC sauber. Nach ein paar Wochen wird sich das eingebürgert haben und ganz von selbst laufen. Dann hast du schon mal das Wichtigste am Tag erledigt und der Rest macht sich schon fast von alleine. 15 Minuten am Tag. Die Fly Lady Methode. Ich versuche die Wohnung mit Hilfe der Finally Loving Yourself oder kurz Fly Lady Methode aufzuräumen. Dabei heißt es, neben ein paar anderen Dingen, 15 Minuten am Tag in einem Raum aufräumen und putzen. Also Timer stellen und 15 Minuten lang alles sauber machen, was dir auffällt. Wenn man eine feste Zeit vorgegeben hat, arbeitet man automatisch effizienter und du wirst sicher erstaunt sein, wie viel man in 15 Minuten schaffen kann. Sachen pfleglich behandeln. Ich war im Überlegen, ob ich diesen Tipp mit einbringen soll. Da er mir selbst oft hilft, habe ich mich schließlich dafür entschieden. Und damit gemeint ist, dass du behutsam mit deinen Sachen umgehst, um beispielsweise Tollpatschigkeit keine Chance zu geben. Wenn ich auf Trab bin und alles schnell erledigen will, passieren mir die dümmsten Sachen. Ich bleibe an der Tür hängen und mir fällt die Hälfte herunter, ich schiebe aus Versehen ein Glas über die Tischkante oder mit dem schnellen Einräumen in den Kühlschrank kommt mir der Joghurt entgegen und färbt den Boden in einem frischen Weiß. Daher versuche ich immer, alles pfleglich zu behandeln und langsam anzugehen, um Ärgernissen zu entgehen. Dreckiges direkt säubern, benutztes direkt wegräumen. Wenn du etwas verschüttet hast, versuche es direkt wegzuwischen und wenn du gerade aufgegessen hast und der Teller leer ist, dann bringe ihn direkt in die Spülmaschine oder zur Spüle. Klingt logisch, aber wer kennt es nicht, wenn man sich abends sagt, dass man das schon am nächsten Morgen richten wird. Daher einfach direkt angehen und danach ausruhen. Die 2-Minuten-Regel. Wenn dir etwas in den Kopf kommt, was auch immer es ist, wenn es unter 2 Minuten dauert, es zu erledigen, dann tue es direkt. Gute Beispiele, die man gerne erst einmal ein paar Stunden vergisst, bevor man sie erledigt, sind beispielsweise die Kaffeetasse endlich vom Schreibtisch zu räumen, schnell den Müll rauszubringen oder die Spülmaschine auszuräumen. Wenn man es einfach anfängt und erledigt, statt aufzuschieben, geht es einem direkt besser und Unordnung kann sich gar nicht bilden. Müll regelmäßig rausbringen. Ich habe mir angewöhnt, Müll, der voll ist, entweder direkt oder wenn es abends ist, auch mal spätestens beim nächsten Gang nach draußen mitzunehmen. Damit ich auch daran denke, findet er so lange seinen Platz im Flur, damit er mich auch ja bei jedem Vorbeigehen nervt und ich ihn noch mitnehme. So staut sich auch nichts an und es fängt auch nicht an unangenehm zu riechen. Waschbecken abwischen. Auch eine kleine Tat mit großer Wirkung ist das Abwischen des Waschbeckens und der Armatur nach jedem Händewaschen, denn die Wasserflecken sehen unschön aus und trocken sieht es immer aus wie frisch geputzt. Sachen aufrecht verstauen. Ein weiterer meiner Meinung nach guter Tipp ist es, Sachen aufrecht zu verstauen, statt zu stapeln. Wenn es nicht gerade alles genau das gleiche ist es oft recht umständlich, wenn man bei gestapeltem etwas von unten braucht. Wenn man es aufrecht und nebeneinander aufbewahrt, kann man von oben einfach das herausziehen, das man braucht. Seitdem ich das dank Marie Kondo für meine Klamotten übernommen habe, gibt es nur noch wenige Orte, an denen ich das nicht weiterführe. Mittlerweile kann ich fast nichts mehr stapeln, da es mich so sehr stört, wenn Sachen untergehen, zum Beispiel in einer Schublade.
Denn was aus den Augen ist auch aus dem Sinn und ich möchte alle Teile, die ich habe, auch nutzen und mir nichts fälschlicherweise doppelt anschaffen. Fehlkäufe vermeiden. Bevor du dir etwas Neues anschaffst, überlege dir gut, ob du so etwas nicht bereits besitzt und ob du es wirklich willst oder brauchst. Es ist immer sehr ärgerlich, wenn man nach einer Weile oder im schlimmsten Fall direkt nach dem Kauf feststellt, dass der Kauf unnötig war und vor allem ist man dann noch gehemmter, es direkt wieder loszuwerden. Denn man hat ja gerade erst Geld dafür ausgegeben. Versuche daher, dir vorher ausgiebig Gedanken darüber zu machen. Vielleicht auch darüber, was du mit dem Teil machen kannst, wenn du es mal nicht mehr willst. Und nimm dir am besten einige Tage dafür Zeit. Eventuell verfliegt der Wunsch dann von selbst. Ein Wäschekorb für alles. Mittlerweile brauche ich es nicht mehr, aber falls du noch mehr Dinge besitzt oder auch falls du Kinder hast, ist dieser Tipp sicher was für dich. Nimm dir morgens und abends oder auch nur zu einer Zeit ein paar Minuten Zeit, schnapp dir einen Wäschekorb und lauf einmal durch die Wohnung und sammel alles ein, das nicht auf seinem Platz ist und tue es hinein. Dann läufst du nochmal durch die Wohnung und bringst alles an seinen Ort. Damit ersparst du dir das Hin- und Herlaufen und den Frust, der damit verbunden sein kann, 10-mal hintereinander in denselben Raum gehen zu müssen, weil du etwas vergessen hast. Kisten und Boxen zum Organisieren. Ich bin dank Marie Kondo ein großer Fan geworden, meine Sachen auch in Schränken und Schubladen weiter in kleineren Organisationsboxen zu verstauen. So kann man statt tausende Kleinteile herauszuheben, einfach die Box rausnehmen und die Reinigung oder das Umräumen gestaltet sich viel einfacher. Außerdem kann man so Gleiches zu Gleichem in dieselbe Box tun und findet seine Sachen schneller. Wenn man ein einheitliches System hat und die gleichen Boxen, kann man diese auch beschriften und dann sieht das Ganze auch noch sehr schön aus. Kleiderbügel umdrehen. Ein Tipp, den du ganz sicher schon gehört hast, ist, die Kleiderbügel, auf denen deine Klamotten hängen, falsch herum in den Schrank zu hängen. Wenn du sie getragen hast und nochmal aufhängst, hängst du sie dann normal auf und dann siehst du nach einer Weile ganz genau, welche Teile du getragen hast und welche nicht. So fällt es dir vielleicht leichter, Kleider auszusortieren und dann auch Ordnung in deinem Kleiderschrank zu halten. Das war es auch schon mit den Tipps. Ich danke dir, dass du dir das Video angesehen hast und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Mach's gut. Tschüss.